Hallo und herzlich willkommen zu Fotomagazin TV. Mein Name ist Lea Spraul, Volontärin beim Fotomagazin. Und wie ihr vielleicht seht, hat sich hier so einiges geändert. Ihr könnt euch also in Zukunft auch Videos von uns in diesem neuen Look freuen. Und neben mir steht Andreas Jordan, Technikredakteur beim Fotomagazin. Der ein oder andere kennt dich wahrscheinlich. Und du hast uns heute diese Panasonic Lumix G110 mitgebracht. Bevor wir auf die Kamera selber zu sprechen kommen, kannst du uns vielleicht die einmal einordnen in dieses ganze Panasonic Lumix-Universum? Ja, danke Lea. Das mache ich natürlich gerne. Erstmal Hallo auch von meiner Seite. Wir haben euch hier eine kleine Übersicht mitgebracht, wo diese Kamera im Panasonic G-System eingeordnet ist. Das G-System kennt ihr ja wahrscheinlich, das sind die Micro Four Thirds Kameras von Panasonic, also mit einem relativ kleinen Sensor, 17,3 x 13 mm, und die neue G110, die ist hier angeordnet. Die ist also sozusagen in der Mitte ungefähr angeordnet. Es gibt darunter noch die Einsteigermodelle, GX880 beispielsweise. Die G110 ist also darüber angeordnet, hat auch einen 20-Megapixel-Sensor. Und sie ist, wie man sieht, hier steht sie ja, sehr kompakt geraten. Das ist auch eine der Besonderheiten der Kamera, im Gegensatz beispielsweise zu den Modellen, die noch da drüber stehen. Also G91 beispielsweise, die ist deutlich größer. Wir haben hier also eine klassische G-Serienkamera, das sieht man auch an diesem Sucherhügel. Es gibt ja bei Panasonic auch noch die GX-Serie, die ist so flach. Das ist also eine G-Serie mit Sucherhügel, übrigens auch ein sehr guter Sucher, 3,7 Millionen Punkte Auflösung immerhin. Aber trotzdem ist die Kamera sehr kompakt gewesen. Also das ist geblieben. Das ist ganz wichtig. Eine wichtige Funktion bei dieser Kamera ist halt dieser drehbare Monitor. Ne? Das heißt, die Kamera ist, damit sind wir auch schon bei der Zielgruppe, wendet sich unter anderem oder sehr stark an Videoblogger, also Vlogger, die sich damit halt selber filmen können. Ne? Du hast hier auch noch mitgeliefert, in einem Kit zumindest, diesen Griff. Über diesen Griff kann man dann auch die Videoaufnahme starten, über den roten Knopf oder das Foto über den schwarzen Knopf. Und ich kann dann halt über den Touchscreen mich sehen und die Kamera aber auch über den Touchscreen bedienen. Also das ist, finde ich, auch sehr gelungen, und die Hauptzielgruppe sind, wie gesagt, Vlogger, wobei man sagen muss, die Kamera ist natürlich auch geeignet so grundsätzlich für Reise, weil es ist sehr kompakt. Als Familienkamera zur Kompaktheit trägt halt auch das sehr kleine Objektiv bei. Das ist ein 12-32, wird so ausgefahren, aber im eingefahrenen Zustand halt sehr kompakt die Kamera. Ihr wisst ja, Micro Four Thirds, G-System heißt, die hat einen zweifachen Crop. Das heißt, aus dem 12-32 wird dann ein 24-64 im Vergleich zum Kleinbild. Also kein riesiger Zoom-Bereich, aber mit ausreichend Weitwinkel, gerade für den Vlogger-Bereich. Ja, super. Du hast gerade schon angesprochen, der Griff ist in einem von den Kits wahrscheinlich im Lieferumfang enthalten. Wie viel kostet denn die Kamera? Was gibt es denn für unterschiedliche Kits? Genau. Also die Kamera selber wird nur erstmal im Kit mit dem Objektiv verkauft. Also man kann sie nicht einzeln kaufen. Mit dem Objektiv kostet sie 750 €. Das ist eigentlich ein recht preiswert. Also man sieht, das ist vom Preis her durchaus im Einsteigerbereich auch angesiedelt. Wobei sie teilweise recht leistungsstark ist, da kommen wir später noch zu. Es gibt dann neben diesem Kit mit dem Standard-Zoom-Objektiv hier noch ein Kit mit dem Griff. Das sind dann 50 € mehr, die man bezahlen muss, also 800 €. Und es gibt dann noch ein drittes Kit, da ist noch ein sehr kleines Telezoom dabei. Also es gibt so ein ähnliches Objektiv sozusagen nochmal als Telezoom. Und dann sind wir bei 950 €. Also da hat man schon 2 Objektive und den Griff, das ist dann schon ein ganz rundes Angebot. Ja, das klingt gut. Du hast schon gesagt, das ist eine Kamera, die sich auch vor allem an Vlogger richtet, die man auch beim Reisen, zum Filmen und so weiter verwenden kann. Und gerade wenn man jetzt Vlogger ist, filmt man natürlich viel mit der Kamera. Da sollte die natürlich so einiges auf dem Kasten haben. Was hatten die für Funktionen? Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Also im ersten Blick sieht man vielleicht schon, hier ist so ein roter Knopf, also das deutet schon darauf hin, ne? Also Videoorientierung, der Videoauslöser ist relativ prominent, und natürlich kann die Kamera, das ist inzwischen ja fast Standard bei allen Kameras, 4K aufnehmen mit 30p. Wobei es ein paar Einschränkungen gibt, das liegt dann auch an dem kleinen Gehäuse, also 10 Minuten am Stück, dann muss man eine Pause machen, weil die Kamera wird dann auch warm. Ja, und deswegen, also bei größeren Kameras hat man einfach mehr Möglichkeiten, auch durch die Größe die Hitze abzuführen. Insofern, also 4K
bis 10 Minuten und man hat einen Crop. Das ist noch ein Nachteil bei 4K. 1,25-fach etwa ist ungefähr der Crop. Das ist dann so, wenn ich mich selber filme in 4K und ich habe dann noch einen Crop, also so auf Armlänge, dann bin ich schon so ein bisschen in dem Bereich, wo es dann eng wird, ne, weil mir dann ein bisschen Weitwinkel fehlt. Ne. Aber ich glaube, viele Vlogger nehmen sowieso Full HD auf, weil das ist eigentlich doch was meistens noch auch auf YouTube zu finden ist, reicht ja fürs Internet im Prinzip auch völlig aus, Full HD. Da nimmt sie dann 60p auf, also flüssiger und kann auch 20 Minuten am Stück aufnehmen dann. Also da sind die Spezifikationen dann besser. Man kann Zeitlupen aufnehmen, also ich habe eine Vierfach-Zeitlupe in Full HD. Und ich habe auch einen Zeitraffer. Das ist dann 8-facher Zeitraffer, das ist alles in Full HD. Also sie hat eine Timelapse-Funktion, also Bilder, die in größeren Abständen aufgenommen wurden, kann sie zusammensetzen zu einem 4K-Video. Das ist dann also, wie gesagt, auch in voller 4K-Auflösung. Ja, das sind so die wichtigsten Video-Features erstmal. Ja, wie sieht es denn aus? Also wenn ich jetzt unterwegs bin und mit der Kamera filmen möchte, ist ja Bildstabilisation eigentlich auch immer so ein relativ wichtiges Thema. Ja. Wie sieht das so aus bei der Kamera? Ja. Kann die was? Ja, auch da kann sie was, allerdings nicht ganz so viel, wie man sich vielleicht hoffen würde. Also, wir haben einen optischen Bildstabilisator im Objektiv. Ne? Das hängt natürlich jetzt vom Objektiv ab. Also in diesem Kit-Objektiv habe ich einen optischen Bildstabilisator. Was die Kamera nicht hat, ist ein sogenannter IBIS. Also ich habe keinen Bildstabilisator in der Kamera selber. Das gibt es bei den höherwertigen Kameras, also auch bei der GX9, die eigentlich in der Hierarchie sogar ein bisschen drunter angesiedelt ist. Die hat auch einen IBIS und die da drüber haben IBIS. Diese Kamera hat keinen IBIS. Also die Stabilisierung findet erstmal nur im Objektiv statt. Und wenn ich halt jetzt eine Festbrennweite beispielsweise benutze, die keinen Bildstabilisator hat, dann habe ich erstmal keine optische Bildstabilisierung oder keine mechanische Bildstabilisierung. Was sie aber hat, ist eine elektronische Bildstabilisierung, die im Zweifelsfall dann auch mit dem optischen Bildstabilisator im Objektiv zusammenarbeitet. Also nennt sich dann Hybridstabilisierung. Und das bedeutet ja immer, elektronische Bildstabilisierung bedeutet, dass praktisch nur ein Ausschnitt des Sensors genommen wird und das Bild wird dann digital auf dem Sensor sozusagen verschoben. Und dadurch werden die Verwackelungen ausgeglichen. Das wird auch mit einem eigenen Gyrosensor, werden die Bewegungen gemessen und das wird ausgeglichen. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wichtig für Video, natürlich primär für Video gedacht. Der Nachteil dabei ist aber, dass ich auch nochmal einen zusätzlichen Crop habe. Also wenn ich jetzt, also hat man immer beim elektronischen Bildstabilisator, weil wie gesagt, du nimmst nur einen Ausschnitt des Sensors und verschiebst das Bild auf diesem Ausschnitt. Dadurch hast du immer einen weiteren Beschnitt, verlierst also nochmal ein bisschen an Weitwinkel bei dem elektronischen Bildstabilisator. Aber ansonsten funktioniert der ganz gut und ist sicherlich für die angepeilte Zielgruppe auch eine wichtige Funktion. Ich habe noch eine Sache vergessen zum Video, vielleicht kann ich das nochmal nachtragen an der Stelle. Das können wir uns nämlich sogar hier auf dem Chart angucken. Genau. Das sind jetzt Funktionen für Social Media. Wenn ich Videos für Social Media mache, normalerweise nimmt die Kamera ja, wenn man 4K aufnimmt, 16:9 auf. Das ist ja das übliche Seitenverhältnis. Ich kann hier aber tatsächlich für Videos andere Seitenverhältnisse einstellen. Also es wird dann so ein Rahmen angezeigt, ne, wie man es hier auf dem Chart sieht. Und ich habe tatsächlich eine riesige Auswahl an verschiedenen Rahmen, die ich hier einblenden kann. Ne. Wir haben also von CinemaScope 2,39:1, 5:4, 1:1, also quadratisch. Gibt es also wirklich die verschiedensten Bildformate, die ich hier einblenden kann. Das ist ganz hilfreich. Ne? Bei YouTube sieht man hier, würde man 16:9 filmen, Instagram vielleicht 4:5. Und das zeigt halt auch die Ausrichtung, das ist das erste Mal, dass es das auch bei Panasonic gibt, zeigt halt die Ausrichtung von der Zielgruppe Vlogger und Social Media Einsatz von dieser Kamera. Ja. Okay, wo wir jetzt gerade hier bei so auch besonderen Funktionen sind. Jetzt habe ich gehört, dass die Kamera auch V-Log hat. Was hat es denn damit auf sich? Warum ist das was Besonderes? Genau, ich glaube, V-Log habe ich auch ein Bild zu. Genau. Was ist V-Log? Also die Fotografen wissen das vielleicht nicht unbedingt. Bei jedem Hersteller heißt das anders. Das heißt eigentlich nur, ich habe eine flache Kurve, eine flache Bildkurve, also einen flaches Profil, sagt man auch. Ne? Man sieht das hier, das wäre jetzt das V-Log L, heißt das in dem Fall bei Panasonic. Ist also eine Aufnahme, die erstmal nicht schön aussieht, weil sehr kontrastarm und wenig Farbsättigung. Hat aber natürlich den Vorteil, ich habe durch diese geringen Kontraste, die also voreingestellt sind, habe ich einen größeren Dynamikumfang zur Verfügung.
und kann halt dann in der Nachbearbeitung entsprechend einen Look da drauflegen, so wie ich es gerne haben möchte. Man ist also nicht eingeschränkt, wenn ich jetzt schon vorher ein Profil drauf habe, was weiß ich, ein farbkräftiges Profil oder so oder ein kontrastreiches Profil, dann wird es schwierig bis unmöglich, das wieder rückgängig zu machen. Aber wenn man erstmal so ein flaches Profil hat, dann kann man halt hinterher gucken, dass man da eine Lookup-Table lädt, Color Grading in der Post-Production macht. Und auf diese Weise also ist man sozusagen maximale Freiheit, dann hinterher einen Look zu verleihen. Ne? Das ist ungewöhnlich eigentlich für eine Kamera in der Preisklasse, weil wir reden ja von der 750 € Preisklasse. Also normalerweise ist das eher so eine Profifunktion, ne, die in den deutlich teureren Kameras zu finden ist. Also das ist auf jeden Fall tatsächlich eine Besonderheit auch von dieser Kamera. Vielleicht nochmal so eine ganz Basic-Frage. Woran erkenne ich eigentlich, wenn ich filme, dass die Kamera überhaupt filmt? Genau, das ist auch eine sehr gute Frage. Vielleicht mal hier auf dem Monitor auch dann direkt zeigen. Ich muss ihn mal einschalten. Also wer sich mit Video auskennt, der hat vielleicht schon mal den Begriff Telelight gehört. Das ist eigentlich bei anderen Kameras so eine rote Aufnahmeleuchte, die hier vorne dann aufleuchtet. In dem Fall gibt es kein Telelight, sondern es gibt einen Telirahmen. Gucken, ob das auch geht, wenn ich das auf den Kopf stelle. Ich starte jetzt also mal eine Videoaufnahme und man sieht hier einen roten Rahmen. Ne, der signalisiert also für denjenigen, der aufgenommen wird, die Aufnahme läuft. Ne. Also auch eine nette Funktion. Ne. Auch als jemand, der selber jetzt aufnimmt, weiß ich also sofort, ohne zu gucken, wird da jetzt irgendwie die Sekunden angezeigt, die er aufnimmt, sondern ich weiß sofort anhand des roten Rahmens, die Aufnahme läuft tatsächlich oder jetzt habe ich es ausgeschaltet. Ne. Alles klar. Genau, nicht nur die Kamera selber ist ja sozusagen eine Neuheit, sondern auch die Technik, was an Mikrofonen da drin verbaut ist. Es ist ja so, dass da die OSO-Technologie genutzt wird, also von Nokia eine Technologie. Ja. Kannst du darüber auch noch mal ein bisschen mehr erzählen? Ja, gerne. Also es war für mich auch neu, muss ich gestehen. Ich hatte das schon mal irgendwo gehört, aber wusste nicht genau, was das ist. Es gibt, glaube ich, in Smartphones schon diese Mikrofontechnologie. Das ist das erste Mal aber tatsächlich, dass das in einer richtigen Kamera verbaut ist. Was heißt das eigentlich genau? Also wenn man sich die Kamera von oben anguckt, dann sieht man, es gibt hier im Prinzip 3 Mikrofonlöcher. Das heißt, da sind tatsächlich sozusagen 3 Mikrofone in einem oder 3 Kapseln in einem drin. Halt normal hätte man links und rechts für Stereoaufnahme und ich habe hier aber noch eine für die Rückseite. Und was auch noch interessant ist, ich habe trotz dieses guten Mikrofons immer noch die Möglichkeit, hier an der Seite ein externes Mikrofon anzuschließen. Das kann natürlich trotzdem noch sinnvoll sein, beispielsweise ein Funkmikrofon. Das ist ja immer noch im Vorteil gegenüber dem eingebauten Mikrofon. Und ich kann jetzt auch tatsächlich dann umschalten, im Menü oder noch besser, eigentlich, das müssen wir eigentlich so zeigen, wie es denn im Anwendungszweck auch ist. Wenn ich mich jetzt selber filme, dann kann ich hier über den Touchscreen, ich tippe einfach auch mal auf dieses Symbol hier, auf das Mikrofonsymbol. So. Dann habe ich hier die Auswahl zwischen verschiedenen Mikrofoneinstellungen. Ne? Ich habe jetzt gerade auf Auto gestellt. Ne? Gut, da wählt die Kamera dann automatisch aus, welche Mikrofone sie nutzt. Es gibt die Einstellung Front. Da nimmt sie also wirklich nur von vorne auf, das heißt, das rückseitige Mikrofon ist ausgeschaltet. Ich kann auf Back gehen, das ist dann halt das rückseitige Mikrofon. Das wäre jetzt der Fall, wenn ich beispielsweise was anderes filme und dazu einen Kommentar aufsprechen will, dann würde ich sinnvollerweise das rückwärtige Mikrofon nutzen. Dann gibt es noch die Einstellung Surround. Die ist halt so, dass alle Mikrofone genutzt werden. Und ich kann jetzt auch so, wenn ich in die Kamera spreche und Surround eingestellt ist, dann kommt natürlich meine eigene Stimme auch mit auf den Ton. Aber ich habe halt auch die Umgebungsgeräusche ein bisschen. Ne? Also da kann ich mich sozusagen entscheiden, möchte ich wirklich primär das, was ich sage, aufnehmen und stört die Umgebung oder möchte ich ein bisschen Umgebungsgeräusche mit drin haben. Ne? Genau. Und es gibt dann noch eine weitere Option, die heißt Tracking und das ist auch sehr interessant. Weil beim Tracking ist es so, dass die Kamera eine Gesichtserkennung macht. Das heißt, sie erkennt mein Gesicht. Das macht sie sowieso jetzt auch für den Autofokus. Autofokus wird aufs Gesicht gelegt, sogar noch aufs Auge. Man sieht ja, dass das Auge angepeilt wird. Aber auch das Mikrofon wird nach dem Gesicht ausgerichtet. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt, aus der Entfernung ist das relativ witzlos, aber wenn ich weiter weg bin und ich bewege mich von links nach rechts, dann würde die Kamera also sehen, okay, Gesicht bewegt sich von links nach rechts, dann verändere ich auch mal das Mikrofon und nehme mit dem Mikrofon auf, was das näher am Gesicht ist. Ja?
Also das ist tatsächlich ziemlich umfangreiche Möglichkeiten hier, dieses Mikrofon zu nutzen. Das ist schon eine nette Besonderheit. Man kann das hier auch nochmal in den Charts sehen, bevor wir das wieder vergessen. Sieht man es hier auch nochmal ganz genau. Also im Prinzip das, was ich erzählt habe, eben ist hier nochmal deutlich zu sehen. Die 5 verschiedenen Einstellungen für das Mikrofon. Und es gibt dann noch einen Chart, was er noch ein bisschen näher erläutert. Das ist, beziehungsweise das Tracking wird hier noch ein bisschen näher erläutert. Man sieht also genau, wie sich hier der Audiobereich, der erfasst wird, dann ändert, je nachdem, wo das Gesicht im Bild ist. Du hast ja gerade schon gezeigt, dass du auf dem Monitor konntest du relativ viel einstellen, was jetzt auch das Mikrofon betrifft. Ja. Also ich nehme an, Touchscreen-Monitor. Ja, richtig. Genau. Was kann der denn eigentlich alles? Lässt er sich gut bedienen? Ja, ja. Also klar, der Monitor ist ein wichtiger Bestandteil dieser Kamera, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also für die Selbstaufnahme brauche ich natürlich diesen Monitor. Aber sie haben tatsächlich auch den Touchscreen-Bedienung sehr gut umgesetzt. Also ich kann hier tatsächlich diverse Sachen auf dem Monitor steuern. Da sind auch so ein paar Gimmicks dabei. Man kann verschiedene Effekte hier anwählen, also so Filtereffekte. Ja, Schwarz-Weiß gehört natürlich auch mit dazu oder so ein Spielzeugkamera-Effekt brauche ich jetzt auch nicht. Eine Sache gibt es noch, die ist ganz interessant. Das ist Hintergrundsteuerung, nennt sich das. Da kann ich also bestimmen, wie groß, wie scharf oder unscharf der Hintergrund ist. Man könnte auch sagen, Bokeh sagt man ja gerne dazu. Also wenn ich jetzt hier sage, defokussieren Hintergrund, dann macht die Kamera tatsächlich digital einen unscharfen Hintergrund. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Blende geöffnet wird, wie man das sonst beim Fotografieren machen würde, wenn ich einen unscharfen Hintergrund haben will. Filme ich oder fotografiere ich mit offener Blende, sondern hier wird tatsächlich digital noch der Hintergrund unscharf gezeichnet. Bin ich ehrlich gesagt auch nicht so ein Fan von. Ich finde, es sieht künstlich aus, sieht nicht so wirklich echt aus, um ehrlich zu sein. Ne? Also solche Sachen kann man auch auf dem Monitor machen. Ja, also insofern grundsätzlich Bedienung über den Touchscreen ist natürlich schon sinnvoll. Ein bisschen was möchte ich zu dem Monitor noch ergänzen. Das ist die Auflösung. Der hat nämlich 1,8 Millionen Bildpunkte. Das ist auch eine sehr hohe Auflösung und der ist sehr hell. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man draußen auch gerade filmt, dass man einen hellen Monitor hat, dass man auch was drauf erkennen kann. Also ähnlich wie beim Sucher, sehr hohe Auflösung und in dem Fall wirklich gut geeignet auch für Outdoor-Aufnahmen. Würdest du sagen, das ist jetzt eigentlich eine Kamera, mit der filmt man lieber nicht damit fotografieren oder eignen die sich auch zum Fotografieren? Nein. Also natürlich ist es auch eine Fotokamera, das ist ja das Besondere, sonst kaufe ich mir einen Camcorder, wenn ich nur filmen will. Also es ist natürlich so eine Hybridkamera, ne, die beides macht, Video und Fotografie. Und die hat auch wirklich viele Funktionen, muss ich sagen, die für Fotografen spannend sind. Teilweise halt auch im Bereich, ja, wo Video und Foto auch zusammenkommen. Ne? Es gibt bei Panasonic ja diese 4K-Fotofunktionen, die das G-System von Panasonic kennen, die wissen das, das sind praktisch in allen Kameras. Das heißt, ich kann im Prinzip einen ganz kurzen 4K-Film machen und kann daraus einzelne Bilder ziehen und dabei kann ich aber auch besondere Dinge tun. Das ist also nicht nur einfach, dass ich ein kurzes Video aufnehme und dann mir da irgendein Bild raussuche, sondern es gibt verschiedene 4K-Fotofunktionen, so heißt das, die wähle ich hier dann über die Wippe hier an. Dann habe ich hier beispielsweise, ein schönes Beispiel, den 4K-Post-Focus-Modus. Was bedeutet das? Ich versuche das mal hier eben zu zeigen. Also normalerweise ist es jetzt so, ich habe jetzt was im Nahbereich, was ich aufnehme. Und ich habe ja hier jetzt immer eine relativ geringe Schärfentiefe. Wenn ich jetzt ein Foto mache, dann hätte ich jetzt die Schärfe hier vorne drauf und hinten ist unscharf. So, was ich jetzt hier machen kann, ist, wenn ich diesen 4K-Post-Focus-Modus nutze, ich drücke einmal den Auslöser und die Kamera macht eine Fokusfahrt über diese Tastatur in dem Fall. Ja. Das heißt, der Fokus wandert tatsächlich von vorne nach hinten. Und ich kann dann hinterher in der Bildwiedergabe sagen, ich möchte jetzt, dass das hier scharf ist, das Bild, ja, oder dass es hier scharf ist. Ne? Was passiert da im Hintergrund? Wie gesagt, liegt ein Video im Hintergrund, ne, mit verschiedenen Fokuspunkten. Und wenn ich jetzt hier drauf tippe, dann wird der Frame im Video angesprungen, wo gerade dieser Bereich scharf ist. Ne? Das ist schon eine ganz nette Sache. Und ich kann dann noch zur Krönung des Ganzen, kann ich ein sogenanntes Focus Stacking machen.
Das heißt, ich kann diese Bilder, die ich da gemacht habe, also 30 oder wie viele es sind, die kann ich zusammenfügen zu einem Bild mit maximaler Schärfentiefe. Ne? Also das nennt man Focus Stacking und das funktioniert hier halt wirklich maximal einfach und automatisch. Ne? Ich sage einfach Auto mischen und dann erstellt die Kamera hier ein neues Bild mit maximaler Schärfentiefe. Also diese 4K-Fotofunktionen, so, die sind wirklich eine tolle Sache. Ich möchte noch ein paar Sachen erwähnen, weil das wirklich Eigenheiten auch dieser Kamera sind. Das eine ist, sie hat einen halben mechanischen Verschluss. Das ist jetzt tatsächlich erstmal gewöhnungsbedürftig. Normalerweise haben Fotokameras ja immer einen richtigen mechanischen Verschluss, wo man dann auch kurze Verschlusszeiten realisieren kann. Der besteht immer aus einem sogenannten Schlitzverschluss. Der besteht aus 2 Vorhängen. Der Schlitz wandert dann über den Sensor. Je nachdem, wie schnell er das tut, hat man dann die entsprechende Verschlusszeit oder Belichtungszeit. Hier ist es so, dass der erste Teil des Verschlusses ist ein elektronischer Verschluss. Ja? Das heißt, ich habe einen ersten elektronischen Verschlussvorhang und der zweite Teil wird dann mechanisch gelöst. Das hat den Nachteil, dass ich eine relativ lange, kürzeste Verschlusszeit habe. Also ich kann mit dem mechanischen Verschluss nur bis zu einer 5/500 Sekunde fotografieren. Und noch größere Einschränkung ist wahrscheinlich das Blitzen. Ich kann nur mit einer 50. Sekunde den Blitz synchronisieren. So, aber damit das natürlich kann ich auch mit kürzeren Verschlusszeiten fotografieren und da kommt der rein elektronische Verschluss noch mit rein. Also ich habe die Möglichkeit, bis zu einer 16.000 Sekunde sogar mit dem rein elektronischen Verschluss zu fotografieren, aber eben Blitzen geht beispielsweise dann mit dem elektronischen Verschluss nicht. Lass uns mal über den nächsten Punkt reden. Ich habe mir so gedacht, als Vlogger ist man ja eigentlich auch relativ viel unterwegs. Es gibt auch viele Reisevlogger. Vielleicht hat man jetzt auch nicht immer einen Laptop mit dabei, wo ich jetzt, sei es ein Bild oder ein Video, das direkt bearbeiten kann. Ist es jetzt so, muss ich mir die Bilder oder das Video jetzt erst von der Kamera vielleicht auf das Handy ziehen, um die zu bearbeiten, wenn ich das unterwegs machen wollen würde? Oder kann die Kamera mir da schon weiterhelfen? Das kann sie, ja. Und das ist natürlich auch tatsächlich, wie du gesagt hast, ganz wichtig für den Einsatzbereich, ne, dass man die Möglichkeiten hat, auch schon in der Kamera Bilder zu bearbeiten. Also ich habe hier einen kompletten RAW-Konverter eingebaut. Das heißt, wenn ich im RAW-Format fotografiert habe, dann kann ich im Prinzip alle Parameter nachträglich ändern, also von Weißabgleich über den Bildstil, den ich verwendet habe. Also wir reden von den Fotos natürlich. Also wie gesagt, kompletter RAW-Konverter eingebaut. Ich habe auch die Möglichkeit, das Video sogar in der Kamera schon zu schneiden. Also die Funktion heißt Teilen, Video teilen. Also ich kann jetzt einfach sagen, ich möchte an der Stelle einen Cut machen. Dann teile ich das Video, was ich aufgenommen habe, in 2 Teile und lösche das, was ich nicht haben will oder so. Ne? Also auch das geht. Und natürlich, was halt nicht geht, ist aus der Kamera jetzt direkt auf Instagram posten oder so. Ne? Das funktioniert noch nicht, aber es gibt halt natürlich die Möglichkeit, relativ schnell und einfach die Bilder aufs Smartphone oder aufs Tablet zu übertragen. Da gibt es von Panasonic ja eine App für, die Lumix Sync App heißt die jetzt in dieser aktuellen Version. Da werden dann die Bilder übertragen. Was mir jetzt gerade noch zu den Fotos eingefallen ist, wie sieht es eigentlich aus mit Serienbilder? Ich nehme mal an, das kann sie, aber wie viele? Ja. Da muss man unterscheiden, also es gibt hier verschiedene Serienbild-Modi. Am schnellsten ist sie mit elektronischem Verschluss. Da kann sie 10 Bilder pro Sekunde schießen, das ist schon praktisch so ähnlich wie bei einer Sportkamera, 10 Bilder pro Sekunde, sehr schnell, bis zu 30 RAWs in Folge. Bei JPEGs kann man mehrere hundert machen, da gibt es praktisch kaum eine Begrenzung. Es gibt allerdings da eine Einschränkung, also zum einen ist, wie gesagt, der rein elektronische Verschluss. Zum anderen ist es so, dass der Autofokus dann nicht nachgeführt wird. Ne? Das ist natürlich, wenn ich jetzt bei einer normalen Sportsituation, es bewegt sich irgendwas auf die Kamera zu, dann brauche ich eine Autofokus-Nachführung und das geht mit den 10 Bildern pro Sekunde dann nicht mehr. Sie hat dann mit Autofokus-Nachführung, habe ich gemessen, gut 6 Bilder pro Sekunde, ne? Was immer noch okay ist. Ne? Und das ist auch ungefähr 6 Bilder pro Sekunde sind es auch, wenn ich mit mechanischem Verschluss fotografiere. Ne? Also sozusagen herkömmlich mechanischer Verschluss und Autofokus-Nachführung 6 Bilder pro Sekunde. Das ist, finde ich, also für diese Kamerakategorie, ist ja keine Sportkamera, ist das immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Ja, wollen jetzt nicht unbedingt damit zu Olympia nächstes Jahr wahrscheinlich. Nee, da wäre jetzt auch mit dem Objektiv, würde ich da wahrscheinlich auch nicht glücklich werden. Aber klar, es gibt von Panasonic ja auch Teleobjektive, aber es ist natürlich keine Sportkamera. Ja, genau.
Zu Beginn haben wir ja schon mal kurz über den Lieferumfang gesprochen. Jetzt ist es so, dass in den Kits ist keine Ladeschale mit dabei. Für den Akku, was ja jetzt nicht unbedingt was Außergewöhnliches ist heutzutage, ist ja oft so, dass das nicht mehr mitgeliefert wird, weil man den Akku in der Kamera laden kann. Das ist ja jetzt hier auch der Fall. Wie lange komme ich dann mit der Akkuleistung aus? Ja, es gibt ja so einen Standard, um das zu testen. Der Hersteller gibt das dann immer an, gemessen nach diesem sogenannten CIPA-Standard. Und da gibt Panasonic, also bei Fotos 250 bis 270 Fotos mit dem, ist ja ein relativ kleiner Akku, muss man dazu sagen, weil kleines Gehäuse, kleiner Akku, logisch. 250 bis 270 Fotos oder 80 bis 90 Minuten Video. Aber wie gesagt, das ist eigentlich üblich, sage ich mal, in der Klasse, sonst bräuchte man schon einen deutlich größeren Akku, um mehr hinzukriegen. Wie du schon gesagt hast, der Akku lässt sich per USB laden. Was leider nicht geht, ist eine permanente Stromversorgung über USB. Aber das ist auch ein Feature, was man eher dann in den gehobenen Kameras findet. Ne? Du warst ja am Wochenende schon mit der Kamera unterwegs und konntest die auch so ein bisschen testen. Kannst du uns mal zeigen, was für Bilder du da gemacht hast und wie deine Erfahrungen so waren? Ja, gerne mache ich das. Du hast ja eben schon gesagt, ich war am Wochenende unterwegs, also das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich hatte nicht so viel Zeit, aber das erste Bild, was ich hier zeige, das zeigt so ein bisschen den Brennweitenbereich des Objektivs. Also das ist jetzt Weitwinkel und das ist die Telestellung. Ne? Man sieht aber auch schon, dass die Kamera wirklich knackig scharfe Bilder macht. Also kann man jetzt eigentlich nicht meckern für dieses Kit-Objektiv, dass es nicht besonders hochwertig ist. Ne? Wie gesagt, Weitwinkel 24 mm Kleinbildäquivalent. Und ich habe dann hier die 64 mm Kleinbildäquivalent. Dann habe ich noch mal so ein paar Besonderheiten ausprobiert. Das ist immer Geschmackssache. Das ist so ein besonderer Bildstil, den ich benutzen kann, oder so ein Filtereffekt. Impressiv heißt der in dem Fall. Hebt also die Kontraste eher so ein bisschen an. Hier, das ist auch noch mal so ein spezieller Filtereffekt, Licht heißt der, glaube ich, oder Sonne, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Die Kamera rechnet da praktisch so oben rechts ein Licht ins Bild. Ne? Also in Wirklichkeit war die Sonne jetzt nicht so, dass sie jetzt hier so kräftig reingeschienen hat. Ne? Das ist manchmal ist eine Zeit lang ein ganz beliebter Effekt auch in der Werbung so gewesen. Hier habe ich auch noch den Weißabgleich, glaube ich, ein bisschen geändert und das Ganze ein bisschen wärmer gemacht. Dann habe ich hier nochmal ein Bild, was zeigt, was man in der Kamera noch tatsächlich an Bildbearbeitung machen kann. Also das ist jetzt mit einem anderen Objektiv aufgenommen, mit einem Super Weitwinkel. Also das sind 14 mm Kleinbildäquivalent. Hier bei Platten und Blumen im japanischen Garten. Man sieht also natürlich, der Dynamikumfang dieser Aufnahme ist natürlich immens. Ne? Ich habe hier halt den Himmel und diese Schattenpartien hier drin. Jetzt kann ich das in der Kamera bearbeiten. Das kann ich natürlich auch nachträglich im RAW-Converter am PC machen, aber ich habe es jetzt mal in der Kamera gemacht und dann sieht man schon, ich kann hier also den Dynamikumfang auch in der Kamera deutlich verbessern, also eine Schattenlichterkorrektur machen. Ne? Man sieht also jetzt die Zeichnung hier in den Schatten, da ist was zu sehen, was vorher schwarz war, ja? Oder so gut wie schwarz. Ja. Und selbst der Himmel hat hier nochmal ein bisschen an Zeichnung gewonnen, also ein bisschen blauer Himmel dazugekommen. Ja. Kannst du vielleicht einfach kurz zusammenfassen, was so die Pro und Kontras der Kamera sind? Genau. Also ich fasse das mal zusammen. Im Grunde habe ich ja alles auch schon gesagt. Also erstmal grundsätzlich finde ich, ist es für den Preis eine super Kamera. Man kriegt wirklich viel Kamera fürs Geld. Die Pluspunkte sind auf jeden Fall die Kompaktheit des Systems. Also ich habe ja sowieso bei Micro Four Thirds durch den kleinen Sensor grundsätzlich schon relativ kleine Objektive und hier habe ich halt auch nochmal eine besonders kleine Kamera. Der Dreh- und Schwenkmonitor, der sehr gute Sucher, die Touchscreen-Bedienung und so, das gefällt mir alles sehr gut. Die Nachteile, wie gesagt, angesichts des Preises durchaus verständlich. Ich habe, wie gesagt, keinen Bildstabilisator in der Kamera, kein IBIS. Der Verschluss, der mechanische Verschluss ist halt ein halber mechanischer Verschluss mit einer 500. Sekunde bzw. 50. Sekunde Blitzsynchronzeit. Und bei 4K habe ich halt doch ein bisschen Crop drin. Ne? Das wären jetzt so die Sachen, die nicht so optimal sind. Aber wie gesagt, in dieser Preisklasse finde ich, ist das alles sehr gut bis auf jeden Fall auch angemessen und nachvollziehbar. Ja, das war auf jeden Fall richtig interessant, was du hier uns über die Lumix G110 erzählen konntest. Auf jeden Fall schon mal erstmal vielen Dank an dich. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert uns gerne.